Willkommen bei Psychiatrie erklärt. Heute geht es um eine der häufigsten und gleichzeitig missverstandenen Erkrankungen: Depression. Depression ist nicht einfach Traurigkeit. Und genau hier beginnt das größte Missverständnis. Reiß dich zusammen. Viele Betroffene hören diesen Satz. Aus psychiatrischer Sicht ist es nicht nur falsch, sondern auch verletzend. Eine Depression ist eine behandlungsbedürftige psychiatrische Erkrankung. Sie betrifft nicht nur die Stimmung, sondern auch das Denken, das Fühlen und das Handeln. Bei einer Depression verändern sich 3 zentrale Bereiche. Die Gedanken werden negativer, die Gefühle werden entweder flach oder sehr schwer. Und selbst kleine Handlungen kosten plötzlich enorme Kraft. Diese 3 Bereiche stehen nicht für sich allein. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Negative Gedanken verstärken schwere Gefühle. Schwere Gefühle lähmen das Handeln. Und das fehlende Handeln wiederum verstärkt die negativen Gedanken. So entsteht ein Kreislauf, der sich selbst aufrechterhält. Letzte Woche habe ich mit einer jungen Frau gesprochen. Von außen wirkte alles völlig normal. Sie hatte einen Job, sie hatte Freunde und sie sah gesund aus. Aber sie sagte mir etwas ganz anderes. Wenn ich morgens aufwache, ist der erste Gedanke: Heute werde ich wieder alles falsch machen. Das ist der erste Teil, der Gedanke. Und wenn dieser Gedanke da ist, kommt etwas in ihrem Körper. Eine Schwere in der Brust, eine Leere, eine tiefe Hoffnungslosigkeit. Das ist der zweite Teil, das Gefühl. Und mit diesen Gefühlen fällt es ihr schwer, aufzustehen. Sie geht gar nicht duschen. Sie beantwortet keine Nachrichten. Sie geht zu spät zur Arbeit oder gar nicht. Das ist der dritte Teil, das Verhalten. Und am Abend passiert etwas Entscheidendes. Sie schaut auf ihren Tag und denkt: Siehst du, ich habe wieder nichts geschafft. Ich bin wirklich unfähig. Und genau hier schließt sich der Kreis. Der Gedanke wird stärker, das Gefühl wird schwerer und das Verhalten wird noch eingeschränkter. So funktioniert eine Depression. Nicht, weil jemand schwach ist, sondern weil Denken, Fühlen und Handeln in einer krankhaften Schleife gegangen sind. Das ist keine Charakterschwäche, das ist eine psychiatrische Erkrankung. Eine Depression ist keine Willensfrage. Niemand sucht sich aus. Niemand entscheidet sich morgens dafür, nicht mehr fühlen zu wollen. Und niemand kann sich einfach wegdenken. So wie man Fieber nicht wegwillen kann, kann man auch eine Depression nicht einfach abschütteln. Viele Menschen mit Depression funktionieren nach außen. Sie gehen arbeiten, sie lachen, sie antworten auf Nachrichten. Gerade deshalb
ist eine Depression so schwer zu erkennen. Es gibt einige Frühwarnzeichen, auf die man achten kann. Eine anhaltende Niedergeschlagenheit, der Verlust von Interesse oder Freude an Dingen, die früher wichtig waren, und eine tiefe Erschöpfung oder Antriebslosigkeit, die nicht einfach wieder verschwindet. Die gute Nachricht ist, Depression ist behandelbar. Mit Psychotherapie, mit Medikamenten oder mit einer Kombination aus beidem. In den nächsten Videos werde ich genau erklären, welche Behandlungsformen es gibt und wie sie wirken. Wenn euch das interessiert, schreibt gerne in die Kommentare. Verstehen ist der erste Schritt. Im nächsten Video werden wir darüber sprechen, wie eine Depression entsteht und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Wenn euch diese Art der Aufklärung hilft, freue ich mich sehr über ein Like oder einen kurzen Kommentar. Das unterstützt diesen Kanal und hilft mir, solche Inhalte weiterzumachen. Und für kurze Inhalte findet ihr mich auf Instagram und TikTok unter Psychiatrie erklärt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.